Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Hä? Was ist los? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das war doch gerade die Rezeptionsklingel, oder? Was ist denn mit Irving los? Ich wusste von Anfang an, aber warum? Was ist denn? Oder ist jemand bei ihm? Ist jemand bei Irving? Wir gehen hoch. Dachboden. Wir gehen zum Dachboden. Okay, ohne Witz. Als allererstes, das Abgesperrte ist offen. Da war so wirklich jemand. Zweitens, da sind die ganze Zeit so Geräusche. Und die klingen, als wären die hinter mir. Und ich bin mir die ganze Zeit so unsicher, ob das hinter mir ist. Oder ob das im Spiel ist. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Hier ist. Rufen wir jetzt nicht Irving an? Die Tür ist. Da war ein Schloss und Absperrband. Das Absperrband ist nicht nur durchschnitten, das Absperrband wurde weggeräumt. Das Schloss wurde durchtrennt und weggeräumt. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Hier saß Irving, ich sag euch das. Der saß hier. Der saß hier die scheiß ganze Zeit, ich sag euch das. Antenna Director Phones. Hier hat einer geschlafen. Das ist der geheime Gang. Das ist der Freezer. Die Puppen. Ich wette, wenn wir da jetzt rangehen, hören wir uns selbst. Das ist unser Auto. Das ist aber jetzt. Nicole's Detter. Ganz viele Tage. Clinky Christmas. Das ist das Zimmer. Wir hören uns jetzt selbst. Wir hören uns jetzt selbst, wenn wir da rangehen. Ich bin mir so sicher. Irving saß hier die ganze Zeit. Hello? I imagine you found my room. Ich wusste. What does all this mean? Ich wusste. That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory.
Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Was hast du getan? Du bist so verrückt. Was hast du What did you getan? do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Ich wusste's. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. Es war zu gut, um wahr zu The most sein. important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Wer ist das denn? After day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Wer bist du? Wo bist du? Was hast du vor? Ganz ehrlich, Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. Rachels A Bruder? heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and Rachels strong. Bruder. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. Der My Vater? dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Ich habe Rachel nicht gehasst. Ja, ich habe deine. Wir haben sie nicht gehasst. Wir waren eifersüchtig. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, Der ist hier. where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... 10 We Jahre. all got frozen there, in that very moment, in that confined horizon of events.
As you'll understand. As you've already begun to understand. Sag mir, was du willst. Du bist derjenige. I want to know what you want from me. Ja. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Bruder ist. Ich dachte nicht, dass das ein Bruder ist. Aber als ob niemand an den Bruder gedacht hat die ganze Zeit. War das vielleicht letzten Endes er selbst, der sie umgebracht hat? Der hat hier gehaust in der Kälte. 10 Tage lang mittlerweile. Wir sind vor 10 Tagen hier angekommen. Der hat 10 Tage lang hier gehaust. Moment. Ich muss mal ganz kurz Discord ausmachen. Denn es macht die ganze Zeit Geräusche. Wir gehen in die Männerhöhle. Wir gehen. Auf den Dachboden. Wir gucken uns erstmal um. Rachel? Junge, die war 16. Leonards Gedanken. Das ist unser Buch. Schreibmaschine. Wir kommen nicht an Leonards Gedanken. Teleskop. Unlesbar. Faith. Hier oben haben die wohl miteinander. Ihr wisst schon, ne? Den Schlüssel, den können wir noch nicht ansehen. Ich denke, dazu müssen wir erst den Projektor angucken. Ranking, Rachel, Leonard. Leonard, Checkmate, Rachel, Leonard. Die waren hier oben zusammen. Ich denke, wir müssen zuerst... A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. Nikki. I can imagine. Da kam At er this auf point of your Nikki. journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains.
It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Mörder? Was meinst du? Wir waren das, oder? Claire. Was müssen wir machen? Wo müssen wir hin? Claires Auto. Oh Gott, wir müssen das ganze Haus runter. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ey, was ist denn hier los? Ey, ich finde überhaupt keine Gedanken. Wir nehmen das mit. Ich weine gleich. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Kofferraum. Der Kofferraum ist vorn, natürlich. Nein. Was ist denn das? Get all the items? Was? Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie?
Wir waschen sie. Wo denn sonst? Ah. Oh, ich hab Gänsehaut. Was? Ich verstehe nicht. Was soll Waschen uns denn bringen? Wir haben Schwarzbild. Soll das so sein? Wir haben schon wieder ein Leck, oder? Oh nein. Wir haben schon wieder einen Bug. Es ist unfassbar. Wir gucken, wie es ist mit dem Hauptmenü. Ich hoffe, wir müssen nicht den ganzen Tag nochmal machen. Wir müssen den Tag nochmal machen. Scheiße. Ganz ehrlich, dann beende ich passenderweise, da ich eh los muss, jetzt die Aufnahme und mach dann einfach, ich rush dann einfach durch den Tag und wir sehen uns dann einfach dort wieder, wo wir unterbrochen wurden. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Okay, hallo. Ich bin doch noch mal da, bevor ich gehe. Ich habe doch noch ein paar Minuten und ich will wissen, wie es endet. Ich will wissen, ob das dann, ne? Und deswegen gucken wir und ich schneide das dann einfach zusammen. Ich konnte nicht rausgehen, ohne das zu wissen. Blut. Ihre Zahnspange. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. Was? All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Unsere Mutter. Her look. It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her Nein. like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Mit der Decke. Go on. I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think.
And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Rachel war an der Decke Just gewickelt. enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... Rachel war die ganze Zeit im Kofferraum. Rachel war die ganze Zeit. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I Hat das think Zimmer she's still gemacht. protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Nein. Listen, we can work things out. What Er will sich happened umbringen. is terrible, but all the main Nein. players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's Ja. exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. Was hätten sie denn machen können? It's beautiful here. Er ist auf Jill der told me Klippe. about it so many times, but Nein, 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 nein. I never thought it was so. Nein. Du kannst mich nicht allein. Bitte nicht. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freaked me. And now I can finally rest in the light. Nein. I can and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Nasse Schuhe. Nasse Schuhe. Nasse Schuhe. Ah, da sind wir wieder. Was? Nee.
Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Zahnspangen dann. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you can... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. Ja. Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Well, Oh nein. you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Was? Was haben wir vor? You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Warum? Remember when we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice Irving. to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait, I did all that you asked me. Wir hören das Geräusch wieder. Was passiert jetzt? Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Nein, nicht machen. Nicole, nein. I don't want to die. Nein. It's getting dark. I can't see the light. Warum? Was ist denn los mit ihr? Ausschalten mit einem Fragezeichen. Ja, bitte. Ausschalten. Ja. Complete the game all together again. Wir sind nicht tot. Wir sind nicht tot. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Das war relativ kurz jetzt. Das war ja dann doch relativ kurz. Ja. Sometimes I hold you, but only in my dreams. I wake up and you're gone. Sometimes I follow you, but only in my dreams. Das ist ein schönes Lied. When I forget Ey, na? you're dead, speak to me in words unspoken. Also, uns ging's am Ende nicht gut, oder? Also, unser Freund ist tot, ne? Der hat sich umgebracht und wir wollten uns auch umbringen, aber wir haben es dann gelassen und haben beschlossen, wir gehen nie wieder weg von dort.
Also, ne? Das war The Suicide of Rachel Foster und es ging relativ sperrig los, aber dann von Mal zu Mal, also von Tag zu Tag, ging das dann doch sehr, sehr schnell und es wurde auch immer extremer. Am Anfang war es ja wirklich nur, oh, alles Friede, Freude und dann, also, ne? Ich hätte mir, ich konnte mir denken, dass der Typ, mit dem wir geredet haben, kein guter ist. Konnte ich mir schon denken. Ich hätte nicht gedacht, dass er der Bruder ist von Rachel und dass er sich, nachdem er all das gemacht hat und auf sich genommen hat, letzten Endes einfach umbringt. Er hat sich dann letzten Endes einfach das Leben genommen, nachdem er herausgefunden hat, was nur mit seiner Schwester passiert ist. Das hätte ich halt nicht gedacht, ne? Wir können auch nur ein neues Spiel machen. Also wir können die Tage nicht nochmal wiederholen oder so. Interessant. Ich hätte gern gewusst, was passiert, wenn wir das Auto nicht aufmachen. Wären wir dann gestorben? Aber das wollte ich nicht. Wir wurden gebeten, unser Leben mit Liebe zu leben und nicht. Na? Ich hätte nicht gedacht, dass er sich letzten Endes wirklich umbringt. Es scheint, als wäre er auf der Klippe gewesen, wo auch Rachel angeblich runtergefallen ist. Und er hat sich dort aber selbst runtergeworfen und ich verstehe aber nicht, von wem waren denn die nassen Schuhe? Als unten jemand am Haus war, also an der Haustür, da waren nasse Schuhe. Wem haben die gehört? Also wir sind am Ende letzten Endes, also uns schien es nicht gut zu gehen, ne? Wir sind immer mehr durchgedreht in dem Haus. Und je mehr wir aufgedeckt haben, desto schlimmer wurde das. Und letzten Endes hat der Typ nicht nur seine Wahrheit bekommen und seine Erlösung, sondern er hat uns komplett mit runtergerissen. Ich meine, uns ging es ja danach nicht besser. Klar ging es uns von Anfang an nicht gut, aber wir haben versucht abzuschließen und wir haben versucht, das Beste draus zu machen und wir wollten einfach nur weg. Wir wollten einfach nur von dort weg und abschließen mit allem und irgendwie weiterleben ohne diese Kack-Vergangenheit und der hat uns komplett reingetrieben, sodass wir letzten Endes, wir waren halt wirklich gefangen. Ich meine, wir haben mit unseren Eltern geredet, die beide tot waren. Sie hat davon geredet, dass sie gern an den See fahren würde, auch mit Rachel und ihrem Bruder und, ne? Ich meine, die sind alle tot. Vater, Mutter, Rachel, Irving. Die waren alle tot und jetzt bleibt die dort. Was ist ihr Plan? Will die das Hotel wieder aufbauen? Aber wie und mit welchem Geld? Oder haust die dort jetzt alleine, so wie es ihr Vater getan hat in seinen letzten Jahren? Also ich muss sagen, es war nicht schlecht. Ich finde, mir ging das manchmal zu schnell von Nacht zu Nacht, dass ganz plötzlich Dinge passiert sind. Zum Beispiel, dass sie die Vergangenheit aufgewühlt hat und so. Von der einen zur anderen Nacht. Das war ein bisschen und ein bisschen durcheinander. Anfangs war es auch eher ein bisschen langatmig, aber am Ende, ne? Ich meine, klar, am Ende ging dann alles Schlag auf Schlag und vielleicht ein bisschen schnell, aber ne, an sich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Mutter Rachel getötet hat. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, vielleicht war es wirklich ihr Bruder, letzten Endes, wo rauskam, dass es ihr Bruder war. Oder dass es Nicole war. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Mutter gewesen ist. Oder vielleicht der Vater. Ich dachte auch, vielleicht war es Rachels Vater, weil er herausgefunden hat, dass Rachel gesündigt hat und alles. Und vielleicht um seine Familie reinzuwaschen. Aber ansonsten, ne? War jetzt nicht so lang, aber war gut.
war gut. Die Unterbrechungen zwischendrin tun mir leid. Ich musste zwischendrin weg. Dann dachte ich, ich kann wiederkommen. Dann ist mir aber mein Computer abgestürzt. Deswegen liefen jetzt die letzten 5 Minuten auch einzeln für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur noch so kurz ist. Aber, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, die Unterbrechungen waren okay. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf und, ne, redet mit Leuten, wenn es nötig ist. Und ich bin froh, dass wir das gemeinsam durchgemacht haben. Ich hoffe, ich habe mich nicht ganz so doof angestellt. Das ist mein erstes Mal außerhalb vom Stream. Zumindest, ne, für die Öffentlichkeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten irgendwas. Vielen Dank und tschüssi.